Ja, hallo Leute, ich bin hier draußen mal wieder auf einer richtig geilen Challenge unterwegs und heute versuche ich mal das Unmögliche, und zwar ohne dass ich irgendwas dabei habe, will ich versuchen, ein Handgrillfeuer zu entfachen. Ja, und ich bin hier auch schon an einer sehr guten Stelle, denn hier wächst ein Holunderbusch und ich brauche eigentlich nur so einen Zweig, ja, möglichst geraden. Sowas wie das hier ist zum Beispiel perfekt. Ja. Die sind schon lange abgestorben. Und ich brauche jetzt hier eigentlich nur so ein Stück, was so 30 bis 60 Zentimeter lang ist. Ich sammle mir jetzt nicht nur eine Spindel, sondern bestimmt so 5, 6 Stück und suche mir am Ende dann die beste davon aus. Und auch hier wieder ein wirklich schöner Handgrill, richtig gerade gewachsen. Super schön. Das obere Stück, das breche ich weg. Auch das ist wieder ein bisschen morsch, aber macht nichts. Der hier sieht wirklich top aus. Hier habe ich jetzt endlich eine Stelle gefunden, wo ein bisschen mehr Sonne drauf fällt. Das heißt, hier sind die Holunderbüsche ein bisschen trockener, denke ich. Und deswegen sind die Spindel davon auch noch mal ein bisschen besser zu gebrauchen. Mein nächstes Ziel ist es jetzt, Flintstein zu finden. Aber das gestaltet sich schwerer, als ich gedacht habe. Man findet zwar hier solche kleineren Stücke, aber nichts Größeres. Also nichts, um mir wirklich ein vernünftiges Messer selber herzustellen. Okay, wow. Guckt euch das mal an hier. Auch wieder eine perfekte Handspindel. Zwar ist das zwar von so einem Ast, das heißt, es könnte eine Restfeuchte haben, aber eigentlich sieht es grundsätzlich erstmal gut aus. Wer hätte das gedacht, dass das größte Problem hier, was ich habe, der Flintstein ist, den ich nicht finden kann. Und solange ich keinen Flintstein habe, habe ich auch kein Werkzeug. Endlich hier nach 10 Kilometer Laufen habe ich den ersten Steinhaufen gefunden und da ist Flint dabei. Zum Glück. Hätte ich nicht gedacht, dass das so schwierig ist zu finden. Eine letzte Sache muss ich natürlich jetzt noch suchen oder mitnehmen. Gefunden habe ich es ja schon. Zundermaterial. So, ich musste jetzt hier in den Wald flüchten, weil hier ist es ein bisschen wärmer. Der Wind auf den Wiesen ist einfach viel zu krass. Und jetzt geht's los. Jetzt habe ich hier alles dabei und pack's erstmal aus. Ja. So, der Punkt ist jetzt, ich habe jetzt tatsächlich die Hölzer hier so ungefähr 3,5 Stunden, würde ich sagen, am Körper getrocknet. Ja, so, und das reicht jetzt hoffentlich, damit das ja, trocken genug ist. Also erstmal suche ich mir eine Spindel aus. Ich habe ganz schön viele gesammelt. Am Ende brauche ich ja eigentlich nur eine. Jetzt kommt die Qual der Wahl. Welche nimmt man? Ja, die ist eigentlich schon ganz gut. Die gefällt mir nicht so. Die ist ein bisschen weich. Man merkt richtig, wenn man das Holz eindrückt. Also ich kann jetzt das Holz eindrücken und dann bricht es schon. Das heißt, die Spindel, vielleicht könnte sie funktionieren, aber ich will jetzt kein Risiko eingehen. Das heißt, dann haben wir welche mit Rinde. Die würde ich auch erstmal als Notlösung ansehen. Die mir zu krumm sind, lege ich auch zur Seite. Und ja, das sieht eigentlich hier bis jetzt am besten aus, weil es schön gerade ist. Auch ein bisschen krumm. Auch okay, aber ganz leicht krumm. So. Die gefällt mir eigentlich auch ganz gut, aber hat ein bisschen was, ganz leichte
Reste von Rinde sind hier dran. Und unter der Rinde könnte es feucht sein. Kann ich natürlich jetzt nicht sagen, aber ist jetzt erstmal meine zweite Wahl. Zu krumm, zu dick, ein bisschen zu dünn, weil die ist ungefähr so 9 mm. Geht vielleicht auch. Hier, das hat noch zu viel Rinde und deswegen auch wieder zu viel Feuchtigkeit. Das heißt, wir haben jetzt hier 2 Sieger. Ja, und welche nehme ich von den beiden? Die hier ist krümmer als diese. So, von daher haben wir einen Sieger. So, jetzt habe ich mir einen Stein mitgenommen und bearbeite jetzt quasi die Spitze ein bisschen, dass die halbwegs, ja, die muss nicht spitz sein, weil Holunder ist ja hohl innen drin, da ist ja weiches Mark drin, aber dass sozusagen die Ränder von dem Verholzten, dass die so ein bisschen konisch zusammenlaufen. Ich zeige euch das mal. Ja, und das geht hier eigentlich auf dem Stein ganz gut. Ich hoffe, das sieht man. Die andere Seite, die kann ich einfach so abgebrochen lassen. Das heißt, die Spindel haben wir schon mal. Die geht jetzt mal ganz schnell wieder in meinen Mantel, dass sie schön warm bleibt. Den mache ich auch gleich mal zu wieder. Ich habe jetzt hier dafür so einen kleinen Knochen, wie so eine Knochenale im Prinzip. So, okay, jetzt kommt die Qual der Wahl, was das Holz betrifft. Oh Mann, das ist ein bisschen schwieriger. Also ich habe jetzt hier ein Stück, das ist relativ weich. Da kann ich tatsächlich einfach so reindrücken. Das heißt, das ist sozusagen vielleicht im Kern noch gut, aber würde ich erstmal als Notlösung einstufen. Dann habe ich hier ein Stück und ich teste das jetzt mit so einem Feuerstein, den ich ja auch da gefunden hatte. Der war interessanterweise schon so abgebrochen, dass man ihn gleich auch als Klinge verwenden kann. Okay, jetzt teste ich einfach vom Gefühl her, was mir am, ich sag mal, besten gefällt hier. Das ist mir ein bisschen zu groß hier, das Stück noch. Mal das hier noch mal probieren. Das ist mir schon wieder fast ein bisschen zu dünn. Da bohre ich zu schnell ein Loch rein. Ja, also das ist hier, das sieht jetzt nicht so gut aus. Bleibt mir noch das hier. Allerdings war es so, dass das Holzstück auf einer westlichen Seite des Waldes lag, beziehungsweise nordwestlich. Und dadurch ist das Stück Holz vielleicht ein bisschen feuchter. Also eigentlich würde das quasi eher die zweite Wahl sein. Aber der Verrottungsgrad gefällt mir sehr gut. Es ist ganz leicht so instabil, das Holz, aber nur leicht. Und jetzt muss man natürlich noch mal fühlen, wie sich die Feuchtigkeit anfühlt. Das geht aber. Ich das jetzt mit dem vergleiche. Das Holz hier hatte ich tatsächlich näher am Körper getrocknet. Das heißt, diese Stücke hier sind tatsächlich meine erste Wahl. Ja, für was entscheide ich mich? Ich glaube, ich gehe jetzt mit dem Stück, weil hier ist es so ein bisschen konisch rausgebrochen. Und deswegen, aber ich trockne das gleich am Körper weiter. Genauso wie das Stückchen hier. Falls ich mit dem hier nicht Erfolg habe. Das ist das Stück Holz. Und hier habe ich die Feuersteine. Und jetzt werde ich nochmal mit dem Stein hier drauf hauen, solange bis ich noch ein paar mehr Klingen daraus entnehmen kann. Okay. So, damit ich mir selber jetzt hier nicht die Finger aufschneide, wickel ich den Stein auf der stumpfen Seite, die aber auch ein bisschen scharf ist, ein bisschen ein. So, damit habe ich hier halt quasi eine Art Griff. Ist nicht ideal, aber ist besser als nichts.
So, und viel mehr brauche ich eigentlich nicht. Ich habe jetzt quasi hier vom Rand ein Stück weggenommen, von oben ein Stück. Und jetzt versuche ich quasi hier mittig eine Art Loch reinzumachen, wo dann die Spindel geführt werden kann. Das Ganze mache ich auf jeden Fall so groß, dass die Spindel richtig schön Platz da drin hat und nicht rausfliegt. Gras, das lege ich auf jeden Fall hier unter. Und jetzt verwende ich noch ein weiteres Stück Holz, um das hier, um das erste quasi in Position zu halten. So, puh. Und jetzt wollen wir mal gucken. Ein bisschen Spucke aufbringen. Hoffentlich gefriert ihr nicht sofort. Ja, und jetzt brenne ich erstmal das Loch ein. Qualmt auf jeden Fall auch schon. Ja, jetzt folgt die Kerbe. Die muss ich jetzt machen. Das geht sehr langsam, aber es geht. Noch nicht ganz, aber es sieht schon gar nicht so schlecht aus. So, sicherlich nicht das Allerschönste hier, aber soweit erstmal so gut. Ja, ich werde jetzt schon mal das Nest vorbereiten, weil wenn ich dann soweit bin und ich hätte tatsächlich eine Glut, dann wäre es schön, wenn das dann sofort weitergehen könnte. Dazu zerkleinere ich jetzt Gras für die Mitte. Ich merke auch, dass es leicht feucht. Also ja, ob das was wird, keine Ahnung. Diese Samen hier vom Schilf, die werden jetzt ein bisschen verrieben, aufgerieben quasi, sodass das Material ein bisschen großflächiger ist, also ein bisschen feiner und mehr Fläche für den Funken quasi da ist zum Auffangen. Auch das ist nicht so richtig ideal heute hier, muss ich wirklich sagen, aber gut. Wichtig ist erstmal, dass ich die Glut hinkriege. Da bin ich dann schon, da wäre ich schon wirklich sehr zufrieden. Und die Flamme, die wäre dann im Prinzip das i-Tüpfelchen. Ich werde es so machen, ich werde gleich das Nest hier drunter legen, sodass möglichst der Abrieb komplett aufgefangen wird und nichts zur Seite geht. Erstmal aufwärmen, ein bisschen Abrieb erzeugen. Okay, so ein bisschen Glut ist da. Okay. Ich versuche mal zu zeigen.
und es ist aus. Also ihr seht, Glut habe ich erzeugen können, Flamme nicht. Das ist schon ein bisschen ärgerlich, weil das Zundermaterial eigentlich das ist, was am einfachsten zu besorgen ist, normalerweise. Okay. Ja. Wer hätte das gedacht, dass es am Zundermaterial scheitern sollte? So, es ist der nächste Tag und wie ihr sehen könnt, hat das nicht funktioniert. Ich habe gestern tatsächlich noch bis in die Dunkelheit hinein es immer weiter ausprobiert. Ich habe hier noch ein zweites Loch gemacht, wieder eine Kerbe und immer das Gleiche. Es wollte einfach dann nicht mehr. An dieser Stelle muss man sagen, natürlich hätte ich euch jetzt heute noch mal zeigen können, wie ich damit die Flamme erzeuge. Die Glut hatte ich ja schon, ja, indem ich jetzt Zundermaterial sammle und das vernünftig vorbereite. Aber ich muss ganz ehrlich sein, viel interessanter ist eigentlich der Lerneffekt daraus. Ja? Weil was nützt es euch, wenn ihr jetzt einfach nur seht, wie ich eine Flamme mache? Also das ist ja nicht der Sinn der Übung hier. Wenn ihr jetzt das Video aufmerksam verfolgt habt, dann wisst ihr auch, wo der Fehler lag. Denn mein Zundermaterial habe ich ganz am Schluss gesammelt und nicht zu Anfang. Normalerweise mache ich das anders. Ich habe eigentlich schon relativ häufig, wenn ich mit so einem Handdrillfeuer hier rum experimentiert habe, direkt, wenn ich losgehe, sammle ich überall Gras zusammen und trockne das direkt in der Hosentasche, hier im Mantel, ja, damit es dann Stunden später, wenn ich es einsetzen möchte, so trocken wie möglich ist. Habe ich leider nicht gemacht, weil mein Fokus viel zu sehr auf das Suchen von Spindel, Bord und Feuerstein lag. Und mit dem Feuerstein wäre ich ja auch fast gescheitert. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht, aber ich bin ohne Witz, ich bin 10 Kilometer gelaufen, um den ersten richtigen Feuerstein zu finden. Und das ist natürlich schlecht. Ja? Das hat mir ziemlich viel Kraft und Zeit quasi dann geraubt. Ja, aber so kann es gehen. Im Ernstfall wäre es das wahrscheinlich jetzt für mich gewesen. Ja? Also wir haben hier Temperaturen gestern gehabt von -5 bis -7 und der Windchill lag bei -12. Das heißt, mit der Ausrüstung, die ich anhabe, wäre es einfach viel zu kalt gewesen. Hätte ich also ein ernsthaftes Problem gehabt und hätte die Nacht vielleicht nur sehr knapp überlebt, wenn überhaupt. Ja, das will ich einfach noch dazu sagen. Also jetzt habt ihr daraus was wirklich Interessantes gelernt. Ja? Es scheitert manchmal an den simplen Dingen und die komplizierten Sachen sind manchmal die, die am einfachsten funktionieren. Ja, wenn das Video euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da und liked es und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut!